mein Name ist Daniela Unterholzner, ich bin Geschäftsführerin von Neunerhaus und wir sind hier in der Hagen-Müller-Gasse, eines unserer 3 Wohnhäuser. Das Wohnhaus Neunerhaus Hagen-Müller-Gasse bietet prinzipiell mal 79 Menschen ein Zuhause. Da haben wir in den ersten 2 Stockwerken Menschen mit Behinderung nach dem Wiener Chancengleichheitsgesetz. Diese Personen wohnen hier fix, das ist ihr Zuhause. Und in den oberen Stockwerken sind es Menschen, die maximal 2 Jahre da wohnen und dann in eine eigene Wohnung ziehen. Das Besondere an der Hagen-Müller-Gasse ist, dass es vom Konzept her und auch von der architektonischen Ausgestaltung nicht ein klassisches Heim ist, sondern es ist ein Wohnhaus. Das heißt, es gibt hier sehr wohl ein Bett, einen Kasten, eine Küche, die fix sind, aber alles andere können sich die Bewohnerinnen selbst einrichten. Die alte Hagen-Müller-Gasse war einfach schon in einem so baufälligen Zustand, dass wir wussten, wir müssen was tun. Also es war nicht mehr direkt sicher und dementsprechend haben wir am Anfang gedacht, vielleicht können wir es renovieren, und das ist dann aber wirklich ein Neubau geworden. Der Neubau war für uns ein sehr schönes Projekt, vor allem auch, weil unsere Bewohnerinnen partizipieren durften und mitplanen durften und ihre Bedürfnisse abgeholt wurden. Eine gute Be- und Entlüftung ist für uns zentral wichtig, weil es einfach ganz viel mit dem Wohlfühlen zu tun hat. Und das heißt nicht nur, wenn jemand kocht oder reinigt oder so weiter, sondern wirklich auch, wenn sich jemand längere Zeit auch im Zimmer aufhält, ist das für uns zentral, und wir kriegen sehr viele Rückmeldungen von den Leuten, die zu uns kommen, dass sie sich sehr wertgeschätzt fühlen, rein durch das Haus, und da spielt die Belüftung mit eine zentrale Rolle. Wir freuen uns sehr, bei den Tagen des Passivhauses dabei zu sein, und wir öffnen unsere Türen auch bei der Veranstaltung Open House, und dementsprechend lade ich alle sehr herzlich ein, in die Hagen-Müller-Gasse zu kommen und sich das Haus anzuschauen und mit uns darüber gemeinsam zu diskutieren.